zusammen, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch ein paar Übungen mitgeben, und zwar für den sogenannten Low Back Pain oder diesen unteren Rückenschmerz. Ja. Und es gibt mannigfaltige Ursachen, die Leute sind sich auch uneinig, woher das kommt, und die meisten Menschen sind heutzutage betroffen. Und ich möchte jetzt einfach ein paar Ideen mal mitgeben, was noch mit ursächlich sein kann dafür. Und zwar sind das die faszialen Strukturen, ja, vom Quadrizeps, also vom vorderen Oberschenkel, ja, von den Adduktoren und der Hüftflexor. Ja. Und ganz besonders wichtig ist zu verstehen, warum ich der Meinung bin, dass das einen großen Einfluss auf den unteren Rückenschmerz hat. Und zwar ist das so, dass, wenn wir uns vorstellen, das ist mein Becken, also das wären jetzt die vorderen Knochen hier und mein Daumen sind die hinteren Knochen. Ja, und jetzt habe ich zum Beispiel einen unflexiblen faszialen Apparat am vorderen Oberschenkel, ja, dann zieht es mein Becken ja nach vorne in das Hohlkreuz. Und meine Wirbelsäule, weil der untere Rücken ein sehr zentraler Punkt ist, möchte ja mein Nervensystem schützen. Und wenn ich jetzt also zu stark in diesem Hohlkreuz bin, dann könnte es sein, dass gewisse nervale Strukturen im Rücken Druck bekommen. Also was macht der Körper kompensatorisch? Er spannt den Quadratus lumborum und den Erector spinae hinten an, um das Nervensystem zu schützen. Das heißt, wenn wir also die fasziale Struktur vorne lösen und das Fundament, das Becken, wo ja unsere Wirbelsäule quasi draufsteht, ja, korrigieren, dann entspannen sich auch die Muskeln. So, das vorneweg. Wie bearbeiten wir jetzt diese Struktur? Also ich zeige euch das einfach mal. Wir fangen wieder an mit dem vorderen Oberschenkel. Ich habe das im anderen Video schon mal gezeigt, und zwar mit dem Quadrizeps. Wir gehen in Bauchlage, stützen uns auf den Arm ab und legen uns auf den Oberschenkel, und zwar so. Die Männer aufpassen, dass wir nicht über den Zipfel abrollen, das ist sehr unangenehm. Genau. Und hier suchen wir jetzt erstmal auf mehreren Stationen des Oberschenkels, ja, unsere Sweet Spots, ja, da wo es weh tut, weil, wie schon gesagt, eine gesunde Faszie tut unter Druck nicht weh. Wenn ihr also eine Stelle gefunden habt, die enorm schmerzhaft ist, ja, dann könnt ihr hier mal ausprobieren, aktiv, ja, in diese schmerzhafte fasziale Struktur reinzuarbeiten, und auch ganz wichtig, rotatorisch. Ja, also wir drehen unter Druck, sodass wir eine Scherkraft im Gewebe bekommen, die Struktur über die Faszienrolle. Genau. Und so arbeiten wir den Oberschenkel an der Vorderseite von oben bis unten durch. Genau. So, das wäre jetzt der vordere Anteil. Für den Hüftflexor begeben wir uns einfach weiter nach oben. Hier muss man wirklich aufpassen, dass alles in der richtigen Position ist. Und jetzt gehen wir hier leicht unterhalb vom Hüftknochen. Oh ja, ich habe ihn direkt gefunden. Tut traumhaft weh. Und auch hier, ja, arbeiten wir wieder rotatorisch in diese Struktur, ja, und versuchen auch ein bisschen hier mal das Bein anzubeugen. Was auch ganz gut funktioniert, ist, man spannt den Muskel einfach mal an und lässt nochmal locker, sodass man richtig tief einsinkt. Und dann kann man mal schauen, mit gestreckten Beinen oder angewinkelten Beinen, was es macht. Da wir ja alle individuell sind und auch die Verklebung individuell sind, ja, muss man da wirklich so ein bisschen ausprobieren, ja, wo kriege ich hier jetzt richtig gute Scherkraft oder Kompression. So, das wäre dann für den Hüftflexor, das empfehle ich auch jedem zu machen, der lange sitzt oder im Flieger unterwegs war oder viel im Büro gesessen hat. Und die Adduktoren ist eine sehr empfindliche Struktur, dort müsst ihr ein bisschen langsam einsteigen, weil ja, alles, was innen am Körper verläuft, ist meistens etwas sensitiver. Dort begeben wir uns in Seitlage, legen uns auf der Rolle ab. Okay, jetzt schauen wir mal vorsichtig, wo wir das spüren. Ungefähr da ist jetzt eine gute Position bei mir. So, und jetzt gebe ich mehr Körpergewicht drauf und arbeite auch hier rotatorisch und in die Streckung. Ja. Ja. Das kann auch gerne mal ins Knie ziehen oder so, das ist noch interessant, weil viele Kniebeschwerden sind eigentlich gar nicht vom Gelenk ausgelöst, sondern
faszialer Natur. Ja. Und auch hier kann ich dann mich weiter in die Mitte arbeiten, zu den kurzen Adduktoren. Oh ja, das ist eine dufte Sache. Und auch hier versuchen, über Bewegung, ja, rauszuspüren, wo habe ich da meine Adhäsionen oder Verklebungen. So, und ich empfehle das immer so pro Muskelgruppe oder pro Fasziengruppe, muss ich eigentlich eher sagen, dass man so zwischen 3 und 5 Punkten sich raussucht und diese Stelle ungefähr zwischen 45 und 60 Sekunden bearbeitet. Man kann aber auch gerne mal 2 bis 3 Minuten. Viel länger würde ich nicht, weil auch das fasziale Gewebe kann gern mal überreagieren und dann gibt es Soreness oder so wie Muskelkater am nächsten Tag und das ist, wenn man es übertreibt, nicht ganz so hübsch. Gell? Also das sind 3 gute Übungen bei unteren Rückenbeschwerden und aber auch, wenn man ein Hohlkreuz hat, weil man redet immer von abgeschwächten Bauchmuskeln. Ich sage oft, die sind inhibitiert, oder? Weil das Nervensystem sie hemmt und bevor das Nervensystem die wieder freigibt, also wenn die nicht feuern, die Muskeln, ja, dann muss man erstmal gucken, dass das Alignment wieder eingestellt wird, also dass das Fundament der Wirbelsäule stimmt. Und dann habt ihr gute Karten, dass ihr, ohne dass ihr irgendwas gemacht habt, ja, euren unteren Rückenschmerz verbessert. Also ich bedanke mich immer vielmal fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Spaß mit der Übung, gebt Gas, gebt aber nicht zu viel Gas und bis bald.